Also ich bin kein Freund von Papier, kein Freund von Administration. Ich bekomme im Monat, in der Woche bekomme ich mehr Post in der Schweiz für meine GmbH als pro Jahr für meine LTD. Es ist echt lächerlich, wie viel Papier da noch umgeschickt wird. Nicht nur von den Ämtern, sondern auch von den Unternehmen. Ich finde das recht schlimm, weil das generiert unglaublich viel manuelle Prozesse und ist echt ineffizient. Statt dass ich eine Rechnung reinbekomme, akzeptiere, zack, dann wird die gezahlt. Das ist sicher das. Ämter finde ich teilweise super, versuchen das Beste daraus zu machen mit ihren mittelalterlichen Instrumenten und andere sind wirklich nicht organisiert oder überorganisiert. Ich denke, das ist etwas, was man genau anschauen muss. Auch in der Zusammenarbeit, also dass die Steuern dann immer irgendwie, weil sie am Schluss doch noch eine Unterschrift haben oder so komische Sachen, die es keinen Sinn ergeben eigentlich, oder Mehrwertsteuer, die unbedingt noch Papierquittungen haben, keine Ahnung wieso, gibt keinen logischen Grund für das. Also so wirklich die Verhaftung in der alten Welt, die macht eben sicher, generiert viel Arbeit. Slack ist natürlich sehr effizient zum Chatten. Google Drive für alle meine Dokumente finde ich sehr, sehr gäbig. Und die Wunderlist für mich selber zum Organisieren. Evernote, wo ich eigentlich alles Mögliche bei mir reinschreibe, was ich irgendwie brauche. Aber dann im Sales-Bereich, Sales CRM, HubSpot finde ich einfach super. Das ist extrem pragmatisch, freestyling auf eine Art. Und dann habe ich Xero zur Buchhaltung. Das ist so mein Lieblingstool, das Riesending. Aber genial, wo man merkt gar nicht, dass es Buchhaltung ist. Also jeder Buchhalter ist überfordert mit dem Tool, wo es so die klassischen Soll und Haben und das Geschmäus gar nicht gibt. Sondern das ist wirklich ein Tool, ein Finanzmanagement-Tool. Wenn man nicht physisch zusammen ist, sondern eben über Distanz arbeitet. Ja, man kommuniziert natürlich über Slack zum Beispiel. Man hat eine zentrale Dokumentenablage natürlich, wo man irgendwelche Sachen spezifiziert, die dann umgesetzt werden. Was dort halt ganz zentral ist, dass man sich einfach ab und zu sieht, weil ja, wenn man noch schnell sich zusammenhöckeln vor dem Monitor und Sachen besprechen so, und den kann dazu holen, das ist halt schon extrem effizient. Und ja, dass man versucht, mindestens einmal pro Woche zu skypen oder Hangouts zu machen, wo die Textmedien sind halt schon sehr emotionslos auf eine Art. Inzwischen kann man sich eigentlich gut verständigen, also Missverständnisse sind nicht mehr so wie früher, vielleicht per E-Mail, wo man dann denkt, jetzt Leute gescheiter mal an. Ich glaube, das hat man jetzt wie gelernt, dort zu interpretieren oder so, dass man dort wirklich auch textlich unmissverständlich besser zusammen arbeiten. Aber ab und zu so wirklich zusammen sich sehen, ist halt schon extrem effizient. Wir werden nächstes Jahr Q1 ist sehr sportlich, aber sicher im Q2 werden wir etwas lancieren, wo eigentlich, wenn du auf Social Media unterwegs bist, ja, dein Leben extrem wieder effizient machen. Und ja, ich sage es mal so viel, ihr habt ja alle verschiedene Plattformen und es ist aufwendig, die zu betreiben. Und umgekehrt, manchmal wisst ihr ja selber noch so, ja, da habe ich doch mal etwas gepostet irgendwo auf Twitter oder auf LinkedIn oder Facebook und wo ist jetzt das Video oder die Infografik, die finde ich jetzt nicht mehr. Das sind ja so Momente, wo ja jeder hat, oder, wo man sich dort sucht. Und da werden wir wahrscheinlich eine schöne, schlanke, einfache Lösung haben. Und könnt euch einfach mal auf der Koala-Website im Newsletter einschreiben und dann werdet ihr das entsprechend mitbekommen. Ja, merci fürs Beikommen, Nina, hier in Biel und vor allem in der Werkstatt. Ich hoffe, dir hat es gefallen und ja, sonst, wenn jemand mal Lust hat oder gerade in Biel Zwischenhalt hat, das ist gerade 2-3 Minuten vom Bahnhof, der Werkstatt von Swisscom, kommt rein und nehmt einen Kaffee und ja, tauscht euch aus mit anderen spannenden Leuten, die hier rumhängen.